Ihre Königin zuckte zusammen, als der Phönix schrie. Er erhob sich vor ihnen aus dem Boden. Der schwarze Staub flog mit der heißen Luft nach oben und die Luft wurde reiner. Sie mussten ihre Köpfe in den Nacken legen, um seinen Kopf auszumachen. Er musterte sie mit leicht schräg gelegtem Kopf. Seine weiß brennenden Flügel strahlten solch eine Hitze aus, dass sie die Luft nach oben zogen. Die rot-golden brennenden Federn aus seinem Körper sahen weich aus, doch in seinem Gesicht war so etwas wie rote Schuppen, und zwei golden schimmernde Wulste schwangen sich wie Augenbrauen über seine leuchtenden Augen. Ebenso sein scharfkantiger Schnabel wirkte wie aus Gold. Da ließ er den Kopf nach unten sinken und blickte Auge in Auge mit der Königin. Sein Kopf war so groß wie sie hoch. Sie atmete, wohl um sich selbst zu beruhigen, ein und wieder aus. Der Phönix schloss die Augen und atmete ebenfalls ein und wieder aus. Die Luft, die er ausatmete, brachte den Sand unter ihren Füßen zum Schmelzen. Das Feuer aus ihrem Rücken ging leicht zurück. Wieder atmete sie ein und wieder aus. Und auch der Phönix atmete ein und wieder aus. Schließlich wurde es ruhig um sie, und nur noch das Flirren des Feuers war vernehmbar. Sie atmeten gleichzeitig ein und wieder aus. Da öffnete der Phönix wieder seine Augen. Es lag Wärme in seinem Blick. »Was willst du von mir?« fragte sie nun mit ruhiger Stimme. Sie streckte ihm eine Hand entgegen, und er legte seine Schnabelspitze daran. Die Übertragung endete, und Salika öffnete ihre Augen. Sie hatte ihre Mutter gesehen, so jung, wie sie es selbst gerade war. Ihre Mutter, die Königin der Pharaoner. Und jetzt war sie es selbst. »Was ist mit der Übertragung des Phönix? Da fehlt doch was«, fragte sie die Feuerfeen, die sie mit großen Augen betrachteten. »Das ist alles, was ihr wisst?« Sie nickten, und ihr Licht wurde etwas trüber, so als schämten sie sich dafür. »Aber was hat das mit den Waterlei zu tun?« Salika legte ihre Stirn in Falten und stand auf. Die Feuerfeen wisperten durcheinander. »Ich habe euch doch gefragt, was das zu bedeuten hat.« Die Augen der Feuerfeen wurden noch größer. »Was habt ihr denn gedacht?« Salika erzeugte Feuer in ihren Händen und fuhr sich damit durch die Haare. Es knisterte leise. Eine Feuerfee schwebte in die Luft und fing an, noch stärker zu leuchten. Die anderen legten sich flach auf den Boden. Dann hüpfte eine von der Schwebenden auf die auf dem Boden und hob die Arme. »Bist du die Sonne?« Salika zeigte auf die Schwebende, die sich darauf wieder auf den Boden sinken ließ und nickte. »Ihr dachtet, ich wollte wissen, wieso wir auf der Erde sind?« Die Feuerfeen nickten. »Das ist mir klar. Aber die Geschichte mit dem Phönix war mir neu. Ist er denn immer noch auf dem Fall Rhodos?« Die Feuerfeen schüttelten den Kopf und legten sich wieder flach auf den Boden. »Er ist hier?« Salikas Stimme überschlug sich fast. Die Feuerfeen summten leise und schlossen die Augen. Manche lehnten sich aneinander. »Er schläft?« Wieder nickten sie. »Aber wo?« Sie hoben ratlos die Schultern. »Dann muss ich den Meister fragen. Er muss es wissen.«